Nägel in Holz? Jetzt kein Problem mehr. Hallo, ich bin Honza von IGM und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr unter wirklich extremen Bedingungen mit einem CMT-Abbruchsägeblatt arbeiten könnt. Die Firma CMT hat ein neues Extreme Demolition Kreissägeblatt entwickelt und wie der Name schon vermuten lässt, ist diese Scheibe direkt zum Schneiden bei Abbrucharbeiten gedacht und macht auch mit Schrauben und Nägeln durchbohrtem Holz nichts aus. Geringes Gewicht und eine ausgefeilte Zahngeometrie sind bei diesem Sägeblatt unerlässlich. Das Sägeblatt ist äußerst widerstandsfähig gegenüber den in Holz vorhandenen Metallteilen. Patentiertes Design, das das Gewicht reduziert, die Hitze mindert und die Schnitteffizienz sowohl bei Akku als auch bei Elektrosägen deutlich erhöht. Das bedeutet mehr Schnitte bei geringerem Batterieverbrauch. Die Sägezähne sind tiefer in den Scheibenkörper eingelötet, um eine höhere Schlagfestigkeit bei Kontakt mit dem Metallteil im Holz zu gewährleisten. Und natürlich gibt es auch die orangefarbene Beschichtung Orange Shield, die unter der Marke CMT weltweit bekannt ist. Diese orangefarbene Spezialbeschichtung verhindert das Anhaften von Schmutz am Scheibenkörper, schützt vor Überhitzung während der Arbeit und beugt Korrosion vor. Mal sehen, was das Sägeblatt in der Praxis wirklich kann. Zum Testen verwenden wir eine Akku-Handkreissäge von Festool, eine HKC 55 Säge mit ausreichender Leistung. Wir schneiden das Prisma, in das wir Nägel eingeschlagen und 5 cm Schrauben eingeschraubt haben und schneiden es nur der Länge nach durch. Auf dem Abschnitt können wir sehen, dass alle Nägel und Schrauben durchschnitten wurden und wir alle Zähne auf dem Sägeblatt behalten haben. Jetzt zeigen wir, wie sich das Sägeblatt beim Schneiden von Paletten schlägt. Jeder, der schon einmal Paletten geschnitten hat, ist sicher schon einmal damit konfrontiert worden, dass er trotz aller Bemühungen einen Nagel abgeschnitten hat und die Klinge nicht mehr brauchbar war. Für die Demonstration habe ich wirklich versucht, den Nagel durchzuschneiden und es ist mir gelungen. Ihr könnt alles hier auf dem Schnitt sehen und das Sägeblatt hat noch alle Zähne und ist noch scharf. Wir prüfen die Schärfe des Sägeblatts, indem wir in die Fichte schneiden. Wie ihr seht, ist der Schnitt sauber. Wir haben uns davon überzeugt, dass dieses Kreissägeblatt bei Arbeiten, bei denen die Gefahr von Nägeln oder Schrauben im Holz besteht, ein echter Helfer ist und ihr es problemlos mehrfach verwenden könnt. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!